Hallo aus Norwegen. Wir haben den 21. Juli 2026, also Hochsommer. Alle reden über den Klimawandel, ich auch. Denn darüber möchte ich unbedingt reden, nach dem ganzen Unsinn, den ich in sozialen Medien gelesen habe, über das globale Kochen, das ja überall stattfindet. Da hat sich doch so ein deutscher YouTube-Prominentenangler erdreistet, auch zu posten. In Norwegen wäre es auch unglaublich heiß. Oslo 35 Grad. Ich kann das jetzt nicht nachvollziehen, aber Oslo ist in dem Sinne nicht Norwegen. Und wie ein Angler darauf kommt, Oslo als Beispiel für Norwegen zu nehmen, ist mir schleierhaft, denn in Oslo, der Oslofjord, ist komplett Angelverbot. Unter Norwegen verstehen wir nämlich genau diese Gegend hier, von unten Farsund bis rauf zum Nordkap. Ich befinde mich hier in Westnorwegen, also gar nicht mehr im Extremfeld. Und ich habe noch nie in den 4 Jahren, die ich jetzt hier in Norwegen bin, so einen kalten Winter, Frühling, Sommer erlebt. Wir haben 11 Grad, das seht ihr auch an den Pflanzen. Hier in diesem schönen Garten ernte ich normalerweise genau jetzt um diese Jahreszeit Himbeeren. Ich habe da körberweise schon weggetragen und jetzt guckt euch mal diese Himbeeren hier an. Da wird nichts mehr draus. Es ist so kalt hier gewesen, dass die Himbeeren schon wieder aufgegeben haben. Und so sieht eben der Klimawandel aus. Die Luftmassen verteilen sich, verschieben sich. Manchmal ist es dort wärmer, manchmal hier wärmer. Letztes Jahr, wenn ihr das Video vom letzten Jahr, vom letzten Sommer gesehen habt von mir, 30 Grad auf den Lofoten. Davon sind wir eben dieses Jahr meilenweit entfernt. You never know what the weather is like in Norway. Das ist hier so ein typischer Satz, an dem sollte man sich halten. Und Norwegen ist deswegen auch sehr exemplarisch für den Klimawandel und wie sich das Weltklima tatsächlich verhält. Denn hier ist der Golfstrom. Nur der Golfstrom macht es möglich, dass wir überhaupt hier mildere Temperaturen haben. Denn wenn wir den Breitengrad einfach weitergehen, dann landet man in Grönland. Und dieses Jahr ist der Golfstrom hier nicht so intensiv. Das bedeutet auch, dass ja das Wasser wesentlich kälter ist als sonst. Jetzt im Juli ist der Atlantik hier in Westnorwegen 1,4 Grad kälter. Nicht etwa als der Höchstwert, sondern als der Durchschnittswert. Und ehrlich gesagt, in den ganzen 4 Jahren, die ich hier lebe, gab es nicht ein einziges Jahr, in dem die Fjorde hier über dem Durchschnitt lagen. Wir sind hier an dem Polarkreismuseum und wir sind extra hier hingefahren, um euch einen Kinofilm zu zeigen, und zwar zum Thema Klimawandel. Wir haben diesen Film jetzt nochmal aufgenommen. Ich habe eigentlich darum gebeten, dass man mir den sendet. Letztes Jahr schon, weil wir den letztes Jahr schon mal gesehen haben. Und uns ist beim jetzigen Zuschauen aufgefallen, dass Sachen herausgeschnitten wurden. Und zwar eine entscheidende Sache, die herausgeschnitten wurde, ist nicht nur, dass die Erdachse kippt, was für das Klima entscheidend ist, sondern dass wir momentan in eine Warmphase eintreten, weil eben die Nordseite der Erdkugel, nehmen wir mal an, die Erde ist keine Scheibe, sondern eine Kugel, die Nordseite dieser Kugel kippt eben jetzt in ihrer Achse mehr zur Sonne. Und deswegen wird es im Norden wärmer. Deswegen hört ihr auch nur vom Norden die Hitzerekorde. Und ob das jetzt menschengemachter Klimawandel ist oder ob der Klimawandel vielleicht auch oder nur natürlich ist, diese Entscheidung überlasse ich euch. Während die Erde sich um sich selbst dreht, steht sie leicht schräg gegen die Sonne. Im Sommer ist es deshalb in der Nähe des Nordpols immer hell, Tag und Nacht. Dies geschieht an den Polen bis an eine gedachte Linie um die Erdkugel, die wir Polarkreis nennen. Die Sonne, die wir dadurch die ganze Nacht sehen, heißt Mitternachtssonne. Hier geht der Polarkreis durch das ganze Gebäude. Man kann sehen, wie er durch Glasfenster über dem Dach und einer Linie aus Marmor auf dem Fußboden markiert ist. Am Südpol ist es dann umgekehrt. Während des Sommers ist es den ganzen Tag dunkel.
Nördlich des Polarkreises erleben wir im Sommer, dass die Sonne sich zwar dem Horizont nähert, aber nie ganz untergeht. Die Mitternachtssonne gibt hier den Sommernächten ganz außergewöhnliche Lichtverhältnisse. Im Winter hat die Erdkugel eine andere Position im Verhältnis zur Sonne als im Sommer. Der Nordpol zeigt dann von der Sonne weg. Darum hat man am Südpol den ganzen Tag über Sonnenlicht, während es am Nordpol dunkel bleibt. Je näher wir an den Pol kommen, umso mehr Tage hat die Dunkelzeit. In der Dunkelzeit zeigt sich die Sonne nie über dem Horizont, nicht einmal bei Tagesmitte. Im Dunkeln hat man nördlich des Polarkreises beste Möglichkeiten, das Nordlicht zu erleben. Riesige Explosionen an der Sonnenoberfläche senden starke radioaktive Stürme in den Weltraum. Teile davon werden von den die Erde umgebenden Magnetfeldern aufgefangen, die sie dann über die Polgebiete ableiten. Hier treffen sie auf die beschützende Erdatmosphäre und lösen dabei Energie aus, die wir dann im Dunkeln als Polarlicht erleben können.
Im Laufe eines Jahres dreht sich die Erde in einer elliptischen Bahn einmal um die Sonne. Gleichzeitig dreht sie sich einmal am Tag um sich selbst. Zurzeit liegt der Neigungswinkel der Erdkugel im Verhältnis zur Sonne bei 23,4 Grad, so dass die Tageslänge auf verschiedenen Plätzen auf der Erde variiert, je nachdem, wo die Erde sich im Jahreszyklus um die Sonne herum befindet. Wenn die Erdachse senkrecht stehen würde, gäbe es keine Jahreszeiten. Am 23. Juni ist die Sonnenwende. An diesem Tag ist dann die nördliche Halbkugel am längsten im Sonnenlicht. Je näher wir dem Nordpol kommen, umso höher steht die Sonne am Himmel. Die südliche Grenze, an der wir die Sonne am 23. Juni den ganzen Tag sehen können, heißt nördlicher Polarkreis. Und da sind wir jetzt. Nach 6 Monaten, also am 21. Dezember, wird die Erde auf ihrer Laufbahn um die Sonne an deren gegenüberliegenden Seite angekommen sein. Dann wird am Südpol die Sonne den ganzen Tag über dem Horizont stehen. Die Verhältnisse am Südpol entsprechen denen am Nordpol, nur mit 6 Monaten Zeitunterschied. Die Grenze, an der wir dort die Sonne den ganzen Tag über dem Horizont sehen können, heißt der südliche Polarkreis. Über einen Zeitraum von 40.000 Jahren variiert der Neigungswinkel der Erde zwischen 22 und 24,5 Grad. Die Erde richtet sich auf, legt sich ein wenig über, um sich dann wieder aufzurichten. Darum wandern der nördliche und der südliche Polarkreis immer ein wenig rauf und runter. Zurzeit wandert der nördliche Polarkreis jährlich um 14 Meter nach Norden. In Norwegen wird der Polarkreis innerhalb von 40.000 Jahren von Sandnessjøen im Süden bis zu den Lofoten im Norden wandern. Dieser Zyklus hat in 2,7 Milliarden Jahren auch die Eiszeiten verursacht, die alle 40.000 Jahre wieder eintreten. Da Norwegen dicht am Nordpol liegt, müssten eigentlich am Polarkreis Schnee und Eis die Tundra beherrschen. Der warme Golfstrom macht allerdings das Klima an Norwegens Küste recht behaglich. Der Golfstrom ist ein warmer Meeresstrom, der von Mittelamerika kommt und im nördlichen Eismeer abgekühlt wird, bevor er wieder nach Mittelamerika angekommen neu aufgewärmt wird. Der nördliche Polarkreis geht durch 8 verschiedene Länder und wir sehen, wie nahe er dem Nordpol eigentlich ist. Es ist also von vornherein klar, dass es auf der Nordhalbkugel wohlgemerkt in den nächsten Jahrzehnten wärmer wird. Und dann wird euch vielleicht auch klar, warum zum Beispiel Trump so ein großes Interesse an Grönland hat. Denn tatsächlich weiß man, dass die Arktis komplett beschiffbar sein wird. Russland ist da schon ein großer Vorreiter und selbst China definiert sich tatsächlich als Arktikstaat, weil man darum weiß. Und Wissen ist bekanntlich Macht. Weißt du nichts? Macht nichts. Dann kann man mit dir wunderbar Geld verdienen, so wie im Mittelalter mit den Ablassbriefen. Es wird immer wärmer, sagt man, der menschengemachte Klimawandel. Deswegen sollst du aufwendig produzierte Geräteanschaffungen tätigen und Kriege finanzieren, die Unmengen von Ressourcen, Energien und eben auch Wärme produzieren, damit das Klima zu schützen ist. Jawohl. Vielleicht hat man sich ein bisschen zu früh auf dieses Geschäftsmodell menschengemachter Klimawandel fixiert und es fällt eben schwer, gerade hier jetzt in Norwegen, was eben ein riesiges Land ist und eben durch den Klimawandel am meisten beeinflusst werden sollte, das zu erklären, dass es jetzt plötzlich kälter ist. Denn der Klimawandel, der wird nicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr kommen.
das findet wahrscheinlich erst in den nächsten Jahrzehnten so richtig spürbar statt. Und derweil muss man eben auf irgendwelche Argumente kommen, damit es eben doch passt mit dem Klimawandel. Damit möchte ich aber nicht in Abrede stellen, dass auch wir Menschen einen Anteil an der Klimaerwärmung haben könnten. Wir sind einfach viel zu viele Menschen auf diesem Planeten und genau das ist das Kernproblem, was leider irgendwann mal gelöst werden muss.